Habt ihr gewusst, dass ihr mit einfachsten Mitteln Hefe selber machen könnt? Ich habe hier noch so einen schrumpeligen Apfel, damit zeige ich euch das. Also, erst einmal braucht ihr ein sauberes Gefäß. Das hatte ich vorher im Backofen sterilisiert. Ihr könnt es auch mit heißem Wasser ausspülen. Dann nochmal eben kurz abkühlen lassen. Und diesen Apfel nehmt ihr und schneidet ihn ein bisschen klein. Das ist fast so ein bisschen wie die Essigherstellung. Und im Prinzip ist die selbst hergestellte Hefe eine Vorstufe davon. Ihr nehmt ein bisschen davon, es reichen eigentlich 2, 3 Stücke. Jetzt hatte ich diesen Apfel einfach übrig und habe ihn einfach komplett hineingegeben. Wichtig ist, ihr könnt jedes Obst oder Gemüse verwenden, was ihr möchtet. Es klappt auch mit Saaten, mit Kräutern. Wirklich einfach, wascht das Gemüse, lasst es ein bisschen an der Luft trocknen und gebt es hinzu. Wie gesagt, 2, 3 Stückchen würden hier reichen. Ich habe ja jetzt aber den Apfel ebenso reingegeben. Danach folgt ein Teelöffel und ihr braucht wirklich nicht mehr, egal wie viel Wasser ihr nehmt, ein Teelöffel Zucker. Ich habe jetzt hier Honig verwendet. Normalerweise nehme ich immer Zuckerrübensirup. Der war gerade aus durch das ganze Weihnachtsgebäck. Also geht das mit Honig auch. Oder ihr nehmt auch ganz normalen Kristallzucker, Rohrohrzucker, Kokosblütenzucker. All das funktioniert. Ich würde nicht so etwas wie Erythrit nehmen, denn wir wollen ja was Natürliches, Gesundes. So ein Zuckerersatzstoff ist da einfach fehl am Platz. Dann gebt ihr Wasser hinzu. Ich habe jetzt ganz normales Leitungswasser genommen. Es darf nicht heiß sein, es darf warm sein. Kalt geht genauso. Und das ist normalerweise mein Gefäß, mit dem ich Hefe herstelle. Ich brauche da ein bisschen mehr von, weil ich ja auch Videos für euch mache. Da sind jetzt noch Dattelreste drin. Und weil dieses Gefäß manchmal schwieriger zum Säubern ist, habe ich mich jetzt mal hier für so ein einfaches Wegglas entschieden. Das könnt ihr dann auch einfach in die Geschirrspülmaschine stellen. So, und wenn ihr es hergestellt habt, wartet ihr einen halben Tag. Also ihr stellt es zum Beispiel morgens an. Abends einfach kurz ein bisschen die Äpfelstücke untertauchen und wieder zur Seite stellen. 12 Stunden später macht ihr genau das Gleiche. Warum tun wir das? Das liegt einfach daran, würden wir die Apfelstückchen einfach jetzt immer so drinne stehen lassen in dem Wasser für 4, 5 Tage, dann ist die wahrscheinlich groß, dass sich unerwünschte Mikroorganismen bilden, wie zum Beispiel Schimmel. Und dadurch, dass wir das kurz ein bisschen in Bewegung halten, das mag Schimmel nicht, fördern wir die guten Bakterien. Also einfach so ein bisschen die Apfelstücke unter das Wasser tauchen. Und was jetzt passiert, ist ganz einfach. Auf dem Apfel, aber auch im Wasser, im Honig, überall befinden sich Hefekulturen. Die nehmen den Zucker zum Beispiel aus der Frucht und aus dem zugeführten Zucker, dem Honig, den ich jetzt hinzugegeben habe, und vermehren sich. Das könnt ihr so nach circa 2 Tagen erkennen, dass sich so Bläschen bilden. Denn durch die Entstehung durch die Hefe, die vermehrt sich und bildet Kohlensäure und die entweicht durch Luftbläschen. Also ganz einfacher Prozess, das ist was super Natürliches, Gesundes, Leckeres und am Anfang ist man ein bisschen irritiert. Das ging mir nicht anders, als ich vor ganz vielen Jahren damit angefangen habe. Vor allem gab es da keine Videos dazu und deswegen versuche ich euch das zu erklären. In meiner Küche ist es gerade ein bisschen kälter mit 21 Grad. Das ist aber die normale Temperatur, die ihr wahrscheinlich auch bei euch habt. Daher kann es sein, dass ihr das vielleicht einfach mal in den Backofen stellen müsst. Und nach ungefähr 4 Tagen sieht das so aus, also so 3, 4 Tage und dann fängt das an zu schäumen. Je nachdem, was für ein Anstellgut ihr habt, ob ihr Kräuter verwendet, ob ihr Früchte oder Obst oder Gemüse verwendet, schäumt das mal mehr oder weniger. Habt da keine Angst. Wenn ihr Karotten nehmt, dann schäumt das nicht so viel. Das ist aber kein Zeichen dafür, dass es nicht funktioniert hat. Das ist einfach nochmal für Anfänger ein gutes Indiz, das ein bisschen besser herauszufiltern oder besser einzuschätzen. Ihr könnt aber nicht sagen, naja, da ist viel Schaum, also ist da auch viel Hefe drin. Das ist nicht gesagt. Also das möchte ich wirklich sagen. Ich kann empfehlen, wenn ihr das zum ersten Mal macht, Obst zu verwenden. Das ist wirklich idiotensicher. Ihr könnt auch getrocknete Früchte, Datteln oder Rosinen nehmen.
Bei getrockneten Früchten achtet bitte eben drauf, dass die nicht geschwefelt oder geölt sind. Das funktioniert dann tatsächlich nicht, weil die guten Kulturen dann abgetötet sind. Deswegen nehmt frisches Obst. Wie gesagt, es geht natürlich auch getrocknetes, wenn es dann unbehandelt ist. Ich habe meistens dann so getrocknete Datteln von DM. Ist jetzt also quasi Schleichwerbung, ne? Das ist das, was ich verwende. So, und nach ungefähr 4 Tagen sieht das Ganze so aus. Ihr seht, die Äpfel, die werden so ein bisschen bröseliger. Es werden auch in dem Wasser so ein paar kleine Stückchen rumschwimmen. Und genau das ist es, was wir wollen. Und dieses Wasser benutzt ihr dann anstelle eines herkömmlichen Hefewürfels oder dieses Trockenpulvers, was ihr kaufen könnt, denn diese sind tatsächlich immer chemisch bearbeitet, egal von wo ihr das kauft. Das ist einfach tatsächlich so. Bei der Herstellung von Hefewürfeln wird Chemie verwendet. Und es werden Phosphate hinzugefügt und das sind alles Sachen, die ich zum Beispiel nicht in meinem Gebäck haben möchte. Und mir fällt tatsächlich auf, wenn wir mal von anderen Gebäck essen, die das nicht machen oder die mit Backpulver arbeiten oder ähnliches, wir vertragen das gar nicht mehr so gut, weil wir merken, wie viel besser selbst hergestellte Hefe ist. Und wenn ihr dann wissen wollt, ob euer Hefewasser, das ihr jetzt so hergestellt habt, so in 4, 5 Tagen ungefähr, ob das jetzt reif ist zum Backen, dann habe ich jetzt hier 2 Esslöffel Mehl einfach in so einen kleinen Behälter gegeben und füge jetzt ein wenig von dieser selbst hergestellten Hefe hinzu. Rühre das schon mal um. So bei 2 Esslöffel Mehl braucht ihr ungefähr so 4, 5 Esslöffel von dem Hefewasser. Einfach hier so nehmen. Ihr könnt das von oben nehmen, ihr könnt ein bisschen durchrühren, ihr könnt da auch so ein kleines Stückchen mit drin haben. Das ist vollkommen egal. Und dann könnt ihr nämlich feststellen, wie gut euer Hefewasser funktioniert. Denn tatsächlich funktioniert es schon nach der ersten Herstellung. Das ist so ein bisschen wie ein Sauerteig für all diejenigen, die das schon mal ausprobiert haben. Ein Sauerteig funktioniert auch ab der ersten Herstellung. Er ist nur so ein bisschen schwächer. Es ist wie wenn ich jetzt ins Fitnesscenter gehe. Nach der ersten Woche fühle ich mich zwar schon so ein bisschen fitter, aber je häufiger ich hingehe, in dem Fall je häufiger ich mein Hefewasser fütter, umso kräftiger, umso stärker, umso robuster wird es. Und so ist es mit allem. Je häufiger ich etwas routiniert mache, umso besser gelingt es. So, ich habe das jetzt hier umgerührt und jetzt ist es so, ich mache den Rand so ein bisschen sauber, dann kann man das auch später besser erkennen. Das ganze Equipment, was ich hier benutze, was ich auch empfehlen kann zur Hefeherstellung, was aber kein Muss ist. Ihr könnt auch ein altes Gurkenglas nehmen. Ne? Also das bitte ganz wichtig vorab zu wissen. Ich verlinke euch aber alles nochmal unten in der Beschreibung und auch später das Brot, was wir mit dieser ersten Hefe in diesem Video backen. So, ich habe das Ganze jetzt wieder 12 Stunden stehen gelassen. Also es sind immer 12 Stunden, die vergehen, bevor ich das umrühre. Bei mir läuft es immer am besten, wenn ich morgens oder abends etwas ansetze und am nächsten Morgen bzw. am nächsten Abend das dann wieder umrühre. Und das ist wirklich keine Arbeit. Also die 5 Sekunden, die ich da eben die Früchte unter das Hefewasser tauche, das ist wirklich kein Aufwand. So, und hier kann ich jetzt erkennen, nach 12 Stunden, es tut sich zwar was, aber das ist noch nicht das, was wir brauchen. Also das Hefewasser, was wir jetzt im Hintergrund haben, das ist noch nicht so weit. Wir lassen also dieses Mehlgemisch nochmal 12 Stunden ruhen und hier, das ist das Ergebnis, was wir haben wollen. Also so ein Mehltest ist wirklich super hilfreich. Ihr könnt es mit Dinkelmehl, Hellmehl, mit Weizenmehl oder auch mit Vollkornmehl verwenden. Das ist komplett gleich. Das Ergebnis wird das gleiche sein. So, und hier könnt ihr jetzt auch feststellen, die Bläschen werden weniger. Also sie sind noch da, aber es ist nicht mehr so schaumig wie vorher. So nach 3, 4 Tagen war es ja am schaumigsten. So, und ich nehme jetzt hier einfach mal die Äpfel raus mit einem Sieb. Was ich euch empfehlen kann, das ist aber kein Muss. Ich kann aber euch empfehlen, diese Früchte, die da vorher drinne waren, die uns geholfen haben, diese Hefe herzustellen, diese zu pürieren, also einfach klein zu mahlen und sie wieder in dieses Hefewasser zu geben. Dadurch wird das trüber und dunkler.
Das habt ihr ja bei dem anderen Hefewasser von mir gesehen, was ich da in dem großen Gefäß mit den Datteln hatte. Aber ich habe festgestellt, mit dem Anstellgut ist so ein Hefewasser triebstärker als ohne. Ihr könnt es auch weglassen. Das ist nicht schlimm, aber gerade für den Anfang finde ich das hilfreich. Also ich nehme immer diese Reste, püriere sie im Mixer, vielleicht noch mal mit ein bisschen Hefewasser dazugeben, falls das sonst zu fest ist, und gebe es dann wieder in das Hefewasser hinein. Wenn ihr wollt und da keine Stückchen haben möchtet, könnt ihr es auch eben einmal durchsieben. So, ich nehme jetzt das erstmal hier ohne die Früchte. Ich habe das mir erstmal zur Seite gestellt. Jetzt wollen wir mal backen, oder nicht? Und dafür nehmt ihr dann von diesem Hefewasser einfach 100 Milliliter auf 500 Gramm Mehl. Das ist so die Formel, mit der das am besten funktioniert. Also ich habe hier 500 Gramm Mehl, gebe da jetzt einen Teelöffel Salz hinzu. Das ist wirklich das einfachste Rezept, womit ihr jetzt ein Brot backen könnt. Wenn ihr einen Mehltest gemacht habt, das ist ja optional, gebt das noch mit hinzu. Das ist kein Muss. Ihr braucht keine Vorteige bei Hefewasser. Das wird ganz häufig suggeriert. Ich habe das früher selber auch gedacht. Das ist aber überhaupt gar nicht notwendig. Wenn ihr mit der selbst hergestellten Hefe, mit dieser wilden Hefe backt, braucht ihr keine Vorteige. Ihr gebt das Hefewasser gleich einfach direkt in den Teig hinein. So. Das ist wie so ein Würfelhefe, nur braucht er ein bisschen länger. Dann noch das Wasser. Und das war's, was ihr für ein richtig gutes Brot braucht. So, einfach durchmixen. Ihr könnt 405er Mehl nehmen, 550er Mehl, also diese Weizenmehle. Ihr könnt 630er Dinkelmehl nehmen, das sind jetzt alles helle Mehle. Ihr könnt aber auch das Rezept, was ihr nochmal unten in der Beschreibung findet, ich habe es aber auch nochmal zum Schluss, wenn ihr bis zum Ende des Videos wartet, dann könnt ihr euch einen Screenshot auch davon machen. Ihr könnt auch ein Vollkornmehl nehmen. Dann braucht ihr aber ein bisschen mehr Flüssigkeit. Und das werden wahrscheinlich so zwischen 25 und 50 Milliliter sein. Das kann ich euch aber auch nicht so genau sagen, weil es hängt von eurem Vollkornmehl ab. Habt ihr das selber gemahlen? Habt ihr es gemahlen gekauft? Da ist das dann immer unterschiedlich. Deswegen kann ich euch da keine genaue Grammzahl nehmen. Das jetzt bei mir ist gekauftes Mehl, so wie ihr das auch aus dem Supermarkt holt. Denn wenn man Hefe selber herstellt, ist man meistens auch am Anfang seiner Brotbackkarriere. So, den fertig gekneteten Teig, den stelle ich mir jetzt in ein Glasgefäß. Das ist jetzt die restliche Hefe, mit der ich munter backen kann. So, aber was mache ich denn, wenn ich jetzt am Ende meines Hefewassers bin? Dann muss ich ja, ich brauche ja noch mehr und das jedes Mal neu anzusetzen und 4, 5 Tage zu warten, ist ja Quatsch. Also, ihr lasst immer 50 bis 100 Milliliter von eurem Hefewasser übrig. Den Rest könnt ihr komplett verbacken. Dann nehmt ihr wieder ein sauberes Gefäß, gebt einen Teelöffel Honig, Zucker oder Zuckerrübensirup, gebt die 50 bis 100 Milliliter Wasser hinzu. Ihr könnt optional wieder Früchte hinzugeben oder Gemüse oder Kräuter oder was auch immer. Ich habe jetzt hier einfach 2 Datteln genommen. Die hätte ich mir auch schenken können. Also das braucht ihr nicht, weil die Hefen sind da schon drinne. Aber ihr könnt, um auf Nummer sicher gehen, da noch mal ein bisschen was dazugeben. Füllt das Ganze wieder mit Wasser auf und füttert es, also lasst es 2 Tage stehen. Morgens und abends durchrühren und das war's dann schon. So, und bei mir ist es jetzt so, der Teig sieht nach ein paar Stunden schon ganz gut aus. Ich habe ihn in den Backofen gestellt und habe den Backofen einfach ausgelassen, beziehungsweise ich habe das Licht eingeschaltet. Das reicht meistens für die Wärme aus. Vielleicht habt ihr auch einen Gärautomaten, dann würde das auch gehen. So, und dann optional ist das, was ich jetzt mache. Ich strecke und falte den Teig. Dafür befeuchtet ihr eure Hände und zieht den Teig so hoch. Und man kann es vielleicht erkennen, der Teig ist noch ganz schön rissig. Das bedeutet einfach, dass das Glutengerüst noch nicht so schön ist und der Teig deswegen so flach liegt. Besonders wenn man mit der selbst hergestellten Hefe backt, ist das häufig der Fall. Der Teig schwimmt ein bisschen mehr. Wenn ihr vorher so ein Brot gebacken habt und die gekaufte Hefe habt, dann ist der Brotteig fester, der steht mehr. Das ist aber auch ganz normal. Deswegen durch dieses Strecken und Falten
unterstützen wir das Glutengerüst und machen das ein bisschen besser. Dann lasse ich es wieder weiter stehen. Nach ein paar Stunden, guckt mal, das wölbt sich hier so ein bisschen. Das heißt, da steigt Kohlensäure auf, da will Luft entweichen. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, wenn ihr dann den Behälter öffnet und da dann erstmal so etwas aufploppt. Wenn ihr möchtet, könnt ihr zu dem Wasser noch so einen Schuss Öl geben. Für manchen ist das ein bisschen einfacher. Ihr könnt auch nur eure Hände einölen und dann strecken und falten wir das Ganze wieder. Und hier könnt ihr es schon erkennen, der Teig reißt jetzt weniger. Und wer diesen Vorgang macht bei seinem Brot, der sollte das so 2 bis 4 Mal machen, während der Teig aufgeht. Die selbst hergestellte Hefe braucht länger als die gekaufte Hefe. Sonst bei der gekauften Hefe braucht ihr ja vielleicht 30 bis 60 Minuten, dann ist der Teig fertig und ihr könnt den backen. Und das ist auch das Problem, was dann viele haben. Durch diese kurze Aufgehzeit können sich manche Stoffe nicht so schnell abbauen und dadurch vertragen viele Hefegebäck nicht und steigen dann zum Beispiel auf Sauerteigbrote um. Wenn ihr Sauerteigbrote vertragt, aber diese gekauften Brote mit Hefe nicht, dann liegt das einfach daran, dass ihr lieber eine natürliche Hefe benötigt. In dem Fall hilft euch dieses Hefewasser wirklich weiter. So, das Brot habe ich jetzt hier nochmal gefaltet. Gebt das in eine gefettete Kastenform. So sieht das Ganze aus. Also wirklich rudimentär, ganz schlicht und einfach möchte ich das heute halten. Ich decke das Ganze nochmal ab und lasse es warm 30 bis 60 Minuten stehen. 21 Grad sind tatsächlich zu kalt. Hefe und Hefekulturen mögen es am liebsten warm. So bei 28 Grad, da ist die Hefe so ein bisschen wie wir Frauen. Wir mögen es gerne kuschelig und warm. Wenn es dann soweit ist, ein bisschen bemehlen, dann das Brot einschneiden und ihr könnt schon zwischenzeitlich euren Backofen vorheizen, wenn ihr den großen normalen Backofen habt. Ich habe den Mini-Backofen, der muss gar nicht vorgeheizt werden und daher geht das Brot direkt hinein. Und wenn es dann abgekühlt ist, das heißt, ihr habt es fertig gebacken, lasst es auf einem Kuchengitter auskühlen und schon habt ihr euer erstes Brot. Es ist tatsächlich jetzt noch richtig schön aufgegangen und dafür, dass es die erste Hefe ist, die kaum Triebstärke hat, finde ich, es ist richtig toll geworden. Und in diesen Videos sehen wir uns wieder. Ich freue mich schon sehr auf euch und sende euch ganz liebe Grüße. Eure Emma.